Lektion 1: Dankbarkeit in einem neuen Land. Guten Tag, Anna. Ich habe über die ersten Siedler dieses Landes nachgedacht. Guten Tag, John. Das klingt interessant. Welche Aspekte haben Sie dabei berücksichtigt? Ich finde es bemerkenswert, wie Sie für Ihre neuen Möglichkeiten betäten und Gott dankten. Ja, Ihre Dankbarkeit für Nahrung und Unterkunft war in jenen schwierigen Zeiten überlebenswichtig. Es war für Sie von entscheidender Bedeutung, die Segnungen anzuerkennen, die Sie in unbekanntem Terrain empfingen. Sie waren auch dankbar für die Religionsfreiheit. Das ist ein bedeutender Wert. In der Tat, die Möglichkeit, Ihren Glauben frei auszuüben, war ein grundlegender Aspekt Ihrer Lebensreise. Es vermittelte ihnen ein Gefühl der Hoffnung und der Gemeinschaft. Sie verbanden Ihren religiösen Glauben mit dem Alltag und schufen so ein starkes Fundament. Ich bewundere, wie sie es geschafft haben, sich anzupassen und gleichzeitig an ihren Überzeugungen festzuhalten. Diese Anpassungsfähigkeit war unerlässlich, insbesondere in einem neuen Land voller Herausforderungen. Und was ist mit den freundlich gesinnten Indianern? Ihre Kooperation spielte eine bedeutende Rolle für das Überleben der Siedler. Ja, die Hilfe der Ureinwohner war unschätzbar wertvoll. Sie lehrten die Siedler lebenswichtige Überlebensfertigkeiten. Der Wissensaustausch schuf eine Bindung, von der beide Gruppen profitierten. Ich frage mich, wie die Interaktionen wohl von den Erwartungen abgewichen sein müssen. Es ist wahrscheinlich, dass anfängliche Bedenken in gegenseitigem Respekt umgeschlagen sind. Die Siedler erkannten die Bedeutung der Bildung von Bündnissen für den Wohlstand. Es ist wichtig, diese historischen Zusammenhänge anzuerkennen. Ja, ohne die Hilfe freundlicher Inder wäre das Leben deutlich schwieriger gewesen. Ihr gemeinsames Wissen über Landwirtschaft und Jagdtechniken erwies sich als unschätzbar wertvoll. Die Siedler lernten, Nutzpflanzen anzubauen, die für diese neue Umgebung geeignet waren. Dieser kooperative Geist legte den Grundstein für zukünftige Interaktionen. Es ist faszinierend zu betrachten, wie Dankbarkeit und Kooperation ihre Erfahrungen geprägt haben. Ich schätze es sehr, dass Ihre Gebete und Ihr Dank ein tiefes Verständnis für Ihre Umstände zum Ausdruck bringen. Es zeigt die Kraft von Gemeinschaft, Glaube und Zusammenarbeit bei der Überwindung von Schwierigkeiten. Ihre Geschichte ist ein Zeugnis für den unerschütterlichen menschlichen Geist. Ich glaube, wir können viel aus ihren Erfahrungen lernen. Ruf. Jede Geschichte lehrt uns etwas über Widerstandsfähigkeit und Dankbarkeit. Lasst uns die Vergangenheit ehren und gleichzeitig einer gemeinsamen Zukunft entgegenblicken. Lektion 2: Gärten bei jedem Wetter entdecken. Guten Tag, Anna. Haben Sie schon die Gärten in unserer Gegend erkundet? Guten Tag, John. Ja, auch an regnerischen oder verschneiten Tagen gibt es mehrere Gärten in meiner Nähe. Das klingt spannend. Welche Gärten haben Sie in letzter Zeit besucht? Ich habe letzte Woche den Botanischen Garten besucht. Er war trotz des Wetters wunderschön. Botanische Gärten können selbst bei leichtem Regen bezaubernd sein. Was hast du gesehen? Ich erfreute mich an den leuchtenden Farben der Blumen. Der Regen verlieh den Blütenblättern einen schönen Glanz. Die Natur bietet oft einzigartige Schönheit, unabhängig von der Jahreszeit. Ja, auch das Geräusch der Regentropfen auf den Blättern genoss ich sehr. Das muss eine beruhigende Atmosphäre geschaffen haben. Hast du Fotos gemacht?
Ja, ich habe mehrere Fotos gemacht. Besonders beeindruckend waren die Spiegelungen in den Pfützen. Das kann ich mir vorstellen. Pfützen bieten wunderbare Möglichkeiten zum Fotografieren. Das tun sie. Ich bin außerdem auf ein kleines Gewächshaus voller tropischer Pflanzen gestoßen. Ein Gewächshaus muss ein warmer Zufluchtsort vor der Kälte gewesen sein. In der Tat, es fühlte sich an, als würde man in ein völlig anderes Klima eintreten. Haben Sie schon einmal andere Gärten im Winter oder bei Regenwetter besucht? Ich besuche oft den nahegelegenen Gemeinschaftsgarten. Er ist wunderschön, selbst wenn es draußen trüb ist. Ich schätze den Aufwand, den Gemeinden bei der Pflege solcher Gärten betreiben. Sie bieten allen frisches Obst und Gemüse sowie Blumen an, was sehr herzerwärmend ist. Was gefällt Ihnen sonst noch an einem Besuch im Gemeinschaftsgarten? Das Gemeinschaftsgefühl ist sehr ermutigend. Ich treffe dort oft freundliche Nachbarn. Der Kontakt zu den Nachbarn schafft ein Gefühl der Zugehörigkeit. Ich glaube, Gärten bringen Menschen zusammen. Der Austausch von Gartentipps fördert die Kameradschaft. Das ist ein wunderbarer Aspekt des Gemeinschaftsgärtnerns. Gibt es demnächst Veranstaltungen in Ihrem örtlichen Garten? Ja, sie planen einen Winterworkshop über Pflanztechniken. Das klingt nach einer fantastischen Gelegenheit, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Ich habe vor, teilzunehmen. Ich möchte meine Gartenkenntnisse verbessern. Es ist toll, sein Wissen ständig zu erweitern. Gärtnern kann unglaublich bereichernd sein. Da stimme ich zu. Pflanzen beim Gedeihen zuzusehen, gibt mir ein Gefühl der Erfüllung. Vielleicht sollte ich Sie im Workshop begleiten. Ich könnte ein paar Gartentipps gebrauchen. Du bist herzlich eingeladen. Es wird Spaß machen, gemeinsam zu lernen. Ich freue mich darauf. Das Kennenlernen von Gärten vertieft unser Verständnis der Natur. Zuf. Unabhängig vom Wetter sind Gärten Schätze, die darauf warten, entdeckt zu werden. Lasst uns unsere heimischen Gärten und ihre Schönheit genießen, bei Regen oder Sonnenschein. Lektion 3: Das Wachstum in der Natur beobachten. Guten Morgen, Anna. Hattest du in letzter Zeit Gelegenheit, den Garten zu besichtigen? Guten Morgen, John. Ja, ich habe den Garten jeden Tag besucht. Das ist wunderbar. Veränderungen in der Natur zu beobachten, kann sehr bereichernd sein. In der Tat, ich liebe es zu sehen, wie die Pflanzen mit jedem Tag gewachsen sind. Es ist eine hervorragende Idee, ihr Wachstum zu dokumentieren. Wie halten Sie die Veränderungen fest? Wir notieren jeden Tag alle Veränderungen, die an den Pflanzen auftreten. Das klingt nach einem spannenden Projekt. Welche konkreten Veränderungen beobachten Sie? Ich notiere die Höhe jeder Pflanze, die Anzahl der Blätter und alle blühenden Blüten. Diese Details sind für das Verständnis der Pflanzenentwicklung unerlässlich. Ich achte auch auf die Farbe der Blätter, da diese einen Hinweis auf ihren Gesundheitszustand geben kann. Das ist ein wichtiger Aspekt. Gesunde Pflanzen weisen leuchtende Farben auf. Ich finde es faszinierend zu beobachten, wie schnell sie auf unterschiedliche Bedingungen reagieren können. Ja, sie reagieren auf Sonnenlicht, Wasser und sogar auf Temperaturänderungen. Mir fiel auf, dass manche Pflanzen im direkten Sonnenlicht gut gedeihen, während andere den Schatten bevorzugen.
Das Verständnis dieser Vorlieben kann die Gartenpflege deutlich verbessern. Ja, durch genaue Beobachtung haben wir viel über ihre Bedürfnisse gelernt. Sind Ihnen bei Ihren Beobachtungen irgendwelche Überraschungen aufgefallen? Ja, eine der Pflanzen hat in dieser Saison unerwartet früh Blüten hervorgebracht. Das ist aufregend. Eine frühe Blüte kann auf günstige Wachstumsbedingungen hindeuten. Ich war begeistert von den leuchtenden Farben. Sie brachten Freude in den ganzen Garten. Ich glaube, dass die Dokumentation dieser Überraschungen das Projekt noch bereichernder macht. Das stimmt wirklich. Die Beobachtungen jedes einzelnen Tages ergeben eine wunderschöne Geschichte des Wachstums. Wie planen Sie, diese Ergebnisse mit anderen zu teilen? Ich beabsichtige, alles in einem Tagebuch zusammenzutragen. Fotos werden die Notizen ergänzen. Das klingt nach einer fantastischen Art, deine Gartenreise zu feiern. Ich hoffe, andere dazu zu inspirieren, die Schönheit der Natur zu schätzen. Das Teilen eigener Erfahrungen kann andere Menschen dazu motivieren, sich mit dem Gärtnern auseinanderzusetzen. Ja, es ist ein wunderbares Hobby, das sowohl Entspannung als auch Lernen fördert. Es ist auch eine praktische Möglichkeit, einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Da stimme ich zu. Hausgärten können die Artenvielfalt fördern. Ich freue mich darauf, Ihr Gartentagebuch zu sehen, sobald Sie es fertiggestellt haben. Ich werde es Ihnen auf jeden Fall mitteilen. Ich freue mich sehr über unsere Fortschritte. Gemeinsam können wir weiterhin die Wunder der Natur und des Wachstums erforschen. Lektion 4: Abenteuer planen. Guten Morgen, Anna. Hast du schon an unsere bevorstehende Reise gedacht? Guten Morgen, John. Ja, ich habe mir die Reiseroute angesehen. Ich stimme zu, dass es wichtig ist, die Hauptattraktionen zu planen. Hilf. Wir sollten die wichtigsten Sehenswürdigkeiten besuchen, um unser Erlebnis optimal zu gestalten. Ich denke jedoch, wir sollten einige Tage für unerwartete Abenteuer einplanen. Das ist eine kluge Herangehensweise. Flexibilität führt oft zu den schönsten Erinnerungen. Genau. Einige der schönsten Momente sind spontan. Welche Sehenswürdigkeiten halten Sie für einen unverzichtbaren Besuch? Ich glaube, wir sollten unbedingt zuerst das historische Viertel besuchen. Ja, es bietet einen Einblick in die reiche Geschichte der Stadt. Die Architektur in dieser Gegend ist atemberaubend. Das bietet tolle Fotomotive. Ich freue mich besonders darauf, die örtlichen Museen zu erkunden. Museen können unschätzbare Einblicke in die Kultur und Kunst der Region bieten. Sollten wir auch einige Naturattraktionen in unsere Reiseroute aufnehmen. Ja, ich empfehle einen Besuch im nahegelegenen Nationalpark. Die Natur ist immer erfrischend. Das wäre eine willkommene Ergänzung. Wandern bietet oft wunderbare Ausblicke. Wir müssen vor der Planung unserer Wanderungen den Wetterbericht prüfen. Die Wetterbedingungen können unsere Pläne erheblich beeinflussen. Sobald die Hauptattraktionen feststehen, können wir einen flexiblen Tagesablauf erstellen. Mir gefällt die Idee eines flexiblen Plans. So können wir uns leicht anpassen. Sollten wir uns täglich auch Zeit für Entspannung einplanen? Ja, Auszeiten sind unerlässlich.
Sie helfen uns, neue Kraft für das nächste Abenteuer zu tanken. Ich stelle mir vor, wie wir in gemütlichen Restaurants in der Umgebung speisen. Das Probieren der lokalen Küche sollte unbedingt Teil unserer Reise sein. Gemeinsames Essen ermöglicht es uns, eine tiefere Verbindung zur Kultur herzustellen. Da stimme ich zu. Gemeinsame Mahlzeiten schaffen bleibende Erinnerungen. Lasst uns auch offen dafür sein, verborgene Schätze zu entdecken. Spontane Entdeckungen werden oft zu den Höhepunkten von Reisen. Wenn wir auf freundliche Einheimische treffen, erhalten wir möglicherweise tolle Empfehlungen. Der Kontakt mit Einheimischen kann unser Erlebnis ungemein bereichern. Gibt es bestimmte Erlebnisse oder Aktivitäten, die Sie gerne hinzufügen möchten? Ich würde sehr gerne an einer geführten Tour teilnehmen, um mehr über die Gegend zu erfahren. Eine geführte Tour könnte uns Zusammenhänge aufzeigen, die wir sonst möglicherweise übersehen würden. Lasst uns nach Möglichkeiten für geführte Touren und lokale Reiseführer suchen. Ich werde dem nachgehen. Das wird unser Verständnis des Standorts verbessern. Ich kann es kaum erwarten, dieses Abenteuer gemeinsam mit euch zu beginnen. Ebenso. Lasst uns unsere Pläne abschließen und uns auf ein unvergessliches Erlebnis vorbereiten. Lektion 5: Die Kunst des cleveren Einkaufens. Guten Tag, Anna. Freust du dich schon auf deinen Einkaufsbummel? Guten Tag, John. Ja, ich bin ganz aufgeregt. Ich brauche einen neuen Wintermantel. Das klingt nach einer klugen Wahl. Ein guter Mantel ist in der kalten Jahreszeit unerlässlich. Ich möchte etwas Warmes, das gleichzeitig aber auch stilvoll ist. Sie sollten unbedingt verschiedene Stile ausprobieren. Haben Sie eine bestimmte Farbe im Sinn? Ich überlege mir, einen klassischen schwarzen Mantel zu kaufen. Der passt in der Regel zu allem. Das ist eine vielseitige Wahl. Schwarz ist immer in Mode. Ich werde auch nach trendigen Designs Ausschau halten. Das ist eine gute Idee. Man kann einzigartige Stücke finden, die auffallen. Ich muss daran denken, auch den Preis zu überprüfen. Ja, vergessen Sie nicht, den Preis zu prüfen. Es ist wichtig, im Budget zu bleiben. Selbstverständlich. Ich werde dafür sorgen, dass es zu meinem Finanzplan passt. Vorausschauende Planung hilft, Impulskäufe zu vermeiden. Für Ich lasse mich oft mitreißen, wenn ich etwas sehe, das mir gefällt. Beim Einkaufen ohne Strategie gibt man leicht zu viel Geld aus. Ich werde mir eine Liste der benötigten Artikel erstellen, bevor ich in den Laden gehe. Das wird Ihnen sicherlich helfen, während Ihres Einkaufsbummels konzentriert zu bleiben. Außerdem werde ich die Preise vergleichen. Manche Läden haben oft bessere Angebote. Das ist eine kluge Herangehensweise. Sparen Sie Geld, wo immer es geht. Ich habe auch überlegt, online nach Rabatten zu suchen. Online-Shopping kann sehr praktisch sein. Haben Sie schon vielversprechende Seiten gefunden? Ja, mehrere Websites bieten Sonderangebote an, insbesondere während dieser Jahreszeit. Lesen Sie unbedingt die Bewertungen. Qualität ist genauso wichtig wie der Preis. Ich werde vor dem Kauf auf jeden Fall das Feedback der Kunden berücksichtigen. Es ist auch wichtig, die Rückgabebestimmungen zu verstehen, nur für den Fall der Fälle. Guter Punkt.
Ich werde die Rückgabebestimmung jedes Geschäfts, das ich besuche, überprüfen. Wie planen Sie, Ihren neuen Mantel nach Hause zu transportieren? Ich nehme normalerweise eine wiederverwendbare Einkaufstasche mit, um mir das Einkaufen zu erleichtern. Das ist sowohl umweltfreundlich als auch praktisch. Ich gehe auch gerne mit einer Freundin einkaufen. Das macht das Erlebnis schöner. Freunde können bei Meinungen und Entscheidungen helfen. Sie bieten Unterstützung. Ich freue mich auf die möglichen Entdeckungen und positiven Erlebnisse. Ich kann es kaum erwarten, von Ihrem erfolgreichen Einkaufsbummel zu hören. Danke, John. Ich freue mich darauf, dir von meinem neuen Wintermantel zu berichten. Viel Spaß beim Einkaufen. Lektion 6: Die Begegnung mit dem Dinosaurier. Guten Tag, Anna. Habe ich dir schon von meinem letzten Abenteuer im Museum erzählt? Guten Tag, John. Nein, das haben Sie nicht. Was ist passiert? Während meines Besuchs in der Dinosaurier-Ausstellung geschah etwas Außergewöhnliches. Außergewöhnlich. Das klingt faszinierend. Was ist passiert? Während ich die Ausstellung betrachtete, verspürte ich plötzlich ein seltsames Kribbeln im Boden. Wie interessant. Was hast du denn gemacht? Dann sah ich einen lebensgroßen Dinosaurier, der über der Ausstellung projiziert wurde. Eine Projektion. Das muss beeindruckend gewesen sein. Wie sah sie aus? Der Dinosaurier wirkte so realistisch. Es sah aus, als würde er im Museum herumstreifen. Ich kann mir den Nervenkitzel nur vorstellen, einen so riesigen Dinosaurier zu sehen. Ja, gerade als ich den Anblick genießen wollte, begann die Haut des Tieres zu bluten. Taffen, wie könnte es so aussehen, als würde es laufen? Die Projektion erzeugte eine verblüffende Illusion. Sie erweckte den Eindruck eines sich bewegenden Wesens. Das klingt wirklich fesselnd. Wie hat das Publikum reagiert? Alle stießen einen überraschten Laut aus. Die Atmosphäre war elektrisiert. Das glaube ich. So ein intensives Erlebnis lässt die Geschichte lebendig werden. Es fühlte sich an, als würden wir einen Ausschnitt aus der prähistorischen Welt erleben. Ich schätze es sehr, wie Technologie unser Geschichtsverständnis erweitern kann. Dieses Erlebnis war definitiv unvergesslich. Es weckte meine Neugierde für Dinosaurier. Was haben Sie sonst noch während Ihres Besuchs erfahren? Ich entdeckte faszinierende Fakten über ihre Lebensräume und ihr Verhalten. Um Ihre Existenz wertschätzen zu können, ist es unerlässlich, Ihre Umwelt zu verstehen. Ich war besonders erstaunt darüber, wie weit die Wissenschaftler bei der Nachbildung dieser urzeitlichen Kreaturen schon gekommen sind. Die Fortschritte in der Paläontologie sind beeindruckend. Sie eröffnen neue Wege für die Forschung. Ich überlege, in Zukunft mehr naturkundliche Museen zu besuchen. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Jedes Museum bietet einzigartige Einblicke. Ich glaube, dass intensive Lernerfahrungen Leidenschaft und Neugierde wecken können. Die Auseinandersetzung mit der Geschichte kann uns dazu inspirieren, unsere Gegenwart wertzuschätzen. Nach dieser Erfahrung werde ich mich sicherlich intensiver mit dem Studium der Dinosaurier beschäftigen. Ich freue mich darauf, von Ihren neu erworbenen Kenntnissen zu hören.
Es wird spannend sein, in Zukunft weitere Abenteuer mit uns zu teilen. Lektion 7: Die perfekte Wohnung finden. Guten Tag, Anna. Wie läuft deine Suche nach einer neuen Wohnung? Guten Tag, John. Es läuft gut, danke. Ich habe sehr genaue Vorstellungen von meinen Anforderungen. Das ist klug. Wenn Sie einen Ort finden, der all Ihren Anforderungen entspricht, wird sich die Mühe lohnen. Ruf. Ich habe eine Liste mit Dingen, die ich unbedingt in meinem neuen Zuhause haben möchte. Welche konkreten Ausstattungsmerkmale wünschen Sie sich? Ich wünsche mir eine geräumige Küche. Kochen ist eines meiner liebsten Hobbys. Eine geräumige Küche kann Ihr Kocherlebnis bereichern. Gibt es weitere Annehmlichkeiten? Ich wünsche mir einen Balkon oder eine Terrasse. Ein Außenbereich ist mir wichtig. Ein Balkon oder eine Terrasse bieten einen idealen Ort zum Entspannen. Ich stelle mir vor, wie ich morgens draußen meinen Kaffee genieße und dabei ein Buch lese. Das klingt herrlich. Wie sieht es mit Parkmöglichkeiten aus? Ja, bequeme Parkmöglichkeiten sind unerlässlich. Ich möchte nicht lange nach einem Parkplatz suchen müssen. Eine kluge Entscheidung. Ein zugewiesener Parkplatz spart Zeit und Nerven. Ich überlege auch, mir eine Wischerei einzurichten. Ich möchte nicht extra in einen Waschsalon gehen müssen. Eine eigene Waschmaschine in der Wohnung kann Ihr Leben deutlich vereinfachen. Ja, ich möchte sicherstellen, dass ich alles, was ich brauche, in Reichweite habe. Haben Sie über die Lage der Wohnung nachgedacht? Ja, ich möchte in der Nähe von Supermärkten und öffentlichen Verkehrsmitteln wohnen. Eine zentrale Lage kann den Alltag tatsächlich deutlich erleichtern. Barrierefreiheit ist für meinen Lebensstil und meine sozialen Aktivitäten von entscheidender Bedeutung. Suchen Sie auch eine haustierfreundliche Wohnanlage? Tja, ich plane, eine Katze zu adoptieren, daher brauche ich eine Unterkunft, in der Haustiere erlaubt sind. Das ist ja aufregend. Ein Haustier kann so viel Freude in ein Zuhause bringen. Da stimme ich zu. Die spenden Gesellschaft und Wärme. Ich hoffe, Sie finden einen Ort, der all diese Kriterien erfüllt. Danke, John. Ich habe mich bei meiner Suche sehr bemüht. Haben Sie bisher vielversprechende Angebote gefunden? Ja, ich habe einige potenzielle Kandidaten. Ich werde einige diese Woche besuchen. Durch einen Besuch vor Ort erhalten Sie einen besseren Eindruck von den Apartments. Ich glaube, dass es für die richtige Entscheidung entscheidend ist, sie persönlich zu sehen. Vertraue deinem Bauchgefühl. Wenn es sich richtig anfühlt, ist es das oft auch. Ruf, ich halte Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden. Ich freue mich darauf, von Ihrer neuen Wohnung zu hören. Lektion 8: Die Bedeutung von Impfungen. Guten Tag, Anna. Haben Sie in letzter Zeit etwas über die Wichtigkeit von Impfungen gehört? Guten Tag, John. Ja, ich habe mich ausführlich damit auseinandergesetzt. Impfungen sind für die öffentliche Gesundheit unerlässlich. Sie schützen den Patienten vor schweren Erkrankungen. Ruf, Sie haben maßgeblich zur weltweiten Reduzierung von Krankheiten beigetragen. Bei meinem letzten Besuch in der Klinik erklärte mir der Arzt, wie Impfstoffe wirken.
Das ist faszinierend. Was hat der Arzt über den Wirkmechanismus von Impfungen gesagt? Im Wesentlichen wird bei Impfungen ein kleiner, harmloser Teil des Erregers in den Körper eingebracht. Durch diese Exposition wird das Immunsystem dabei unterstützt, die Krankheit zu erkennen und zu bekämpfen. Richtig. Es bereitet unser Immunsystem darauf vor, im Falle einer späteren Exposition schnell zu reagieren. Es ist beeindruckend, wie die Wissenschaft diese Präventivmaßnahmen entwickelt hat. In der Tat, Impfungen haben bestimmte Krankheiten wie die Pocken ausgerottet. Das ist eine bemerkenswerte Leistung. Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit können unzählige Leben retten. Die Gemeinschaft profitiert enorm, wenn ein bedeutender Teil der Bevölkerung geimpft ist. Die Herdenimmunität trägt dazu bei, diejenigen zu schützen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können. Genau. Das unterstreicht die Wichtigkeit umfassender Impfbemühungen. Haben Sie alle Ihre Impfungen erhalten? Ja, ich achte darauf, dass ich alle empfohlenen Impfungen erhalten habe. Ich versuche dasselbe zu tun. Es liegt in unserer Verantwortung, uns selbst und andere zu schützen. Sind Ihnen demnächst Impfkampagnen in unserer Region bekannt? Ich habe von einer lokalen Aktion gehört, bei der nächsten Monat kostenlose Grippeschutzimpfungen angeboten werden. Das ist eine großartige Gelegenheit. Grippeimpfungen können die Auswirkungen saisonaler Ausbrüche verringern. Ich werde es mir in den Kalender eintragen und andere zur Teilnahme ermutigen. Die Einbindung der Bevölkerung in solche Initiativen ist für die öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Vielleicht sollten wir eine Informationsveranstaltung organisieren, um das Bewusstsein dafür zu schärfen. Das wäre wertvoll. Die Aufklärung der Bevölkerung über die Vorteile von Impfungen kann zu einer höheren Impfbeteiligung führen. Ich stimme zu. Aufklärung kann Missverständnisse und Ängste im Zusammenhang mit Impfungen erbauen. Wissen versetzt den Einzelnen in die Lage, fundierte Gesundheitsentscheidungen zu treffen. Ich freue mich über die Möglichkeit, einen positiven Beitrag zu leisten. Gemeinsam können wir dazu beitragen, die Bedeutung von Impfungen in unserer Gemeinschaft zu fördern. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen bei dieser wichtigen Initiative. Es wird ein lohnendes Unterfangen sein, einen Beitrag zur öffentlichen Gesundheit zu leisten. Lektion 9: Die Bedeutung der Vernetzung. Guten Tag, Anna. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, mit Freunden in Kontakt zu bleiben? Guten Tag, John. Ich stimme Ihnen vollkommen zu. Es ist unerlässlich, Freundschaften zu pflegen. Das Aufrechterhalten von Beziehungen kann unser Leben erheblich bereichern. Ja, Freundschaften bieten halt in guten wie in schwierigen Zeiten. Wie hältst du normalerweise Kontakt zu deinen Freunden? Ich nutze soziale Medien häufig. Sie ermöglichen schnelle Updates und Interaktion. Soziale Medien sind ein großartiges Werkzeug, um Kontakte aufrechtzuerhalten. Ich schreibe auch gerne persönliche Nachrichten oder telefoniere. Personalisierte Kommunikation kann Beziehungen noch weiter vertiefen. Ich glaube, es ist wichtig, Zuneigung regelmäßig auszudrücken, nicht nur zu besonderen Anlässen. Das ist eine wertvolle Sichtweise. Kleine Gesten können viel bedeuten. Manchmal verschicke ich handgeschriebene Briefe oder Postkarten. Die wirken persönlicher. Solche aufmerksamen Gesten können Freunde überraschen und erfreuen.
Ich versuche, mir auch Geburtstage und wichtige Meilensteine zu merken. Das gemeinsame Feiern stärkt die Bindungen. Ja, das Würdigen wichtiger Momente zeigt, dass man die Freundschaft wertschätzt. Ich habe außerdem festgestellt, dass die Organisation regelmäßiger Treffen von entscheidender Bedeutung ist. Persönliche Begegnungen schaffen bleibende Erinnerungen und fördern die Verbundenheit. Welche Aktivitäten machen Ihnen Spaß, wenn Sie sich mit Freunden treffen? Ich genieße Spieleabende. Sie machen Spaß und bringen viele Menschen zum Lachen. Spielabende sind immer toll. Sie fördern das Miteinander. Ich gehe auch gerne zusammen Kaffee trinken oder erkunde Parks. Das sind hervorragende Möglichkeiten, die Gesellschaft des anderen in entspannter Atmosphäre zu genießen. Ich schätze es sehr, wie sich aus einfachen Ausflügen tiefgründige Gespräche entwickeln können. Ja, gerade in solchen Zeiten entstehen oft tiefere Verbindungen. Hattest du jemals Schwierigkeiten, Freundschaften aufrechtzuerhalten? Ich habe das selbst erlebt. Das Leben kann hektisch werden, sodass es schwierig ist, in Kontakt zu bleiben. Das verstehe ich vollkommen. Dennoch ist die Pflege von Freundschaften unerlässlich. Ich versuche immer, meinen Freunden Priorität einzuräumen, selbst in stressigen Zeiten. Dieses Engagement spricht Bände über ihren Charakter. Ich glaube, dass Freundschaften genau wie jede andere Beziehung Anstrengungen erfordern. Absolut. Die Mühe lohnt sich für die Freude, die sie bereiten. Lasst uns regelmäßig nach unseren Freunden sehen. Ja, der Kontakt kann ihnen zeigen, dass sie nicht vergessen sind. Gemeinsam können wir uns gegenseitig dabei helfen, sinnvolle Beziehungen zu pflegen. Ich freue mich darauf, uns gegenseitig bei der Pflege unserer Beziehungen zu unterstützen. Lektion 10: Das reiche Erbe der Stadt entdecken. Guten Morgen, Anna. Hast du schon über unser nächstes Abenteuer nachgedacht? Guten Morgen, John. Ja, ich freue mich darauf, die historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Das klingt spannend. Historische Wahrzeichen bergen oft faszinierende Geschichten. Das tun sie. Jedes Wahrzeichen spiegelt die Geschichte und Kultur der Stadt wider. Ich stimme zu. Welche Sehenswürdigkeiten möchten Sie denn konkret besuchen? Ich würde das historische Viertel sehr gerne sehen. Ich habe gehört, dass es architektonisch sehr reichhaltig ist. Die Architektur dort ist bemerkenswert. Sie erzählt die Geschichte der Stadtentwicklung. Darüber hinaus sollten wir während unserer Erkundungstour auch Museen besuchen. Museen bieten unschätzbare Einblicke in die Vergangenheit und das Erbe der Stadt. Welche Museen empfehlen Sie? Das Geschichtsmuseum ist ein Muss. Es zeigt Artefakte aus verschiedenen Epochen. Das klingt spannend. Ich finde es toll, mehr über die Geschichten hinter den Artefakten zu erfahren. Eine weitere tolle Option ist das Kunstmuseum. Es zeigt Werke von lokalen und internationalen Künstlern. Ich schätze es sehr, wie Kunst eine weitere Ebene des Kulturverständnisses eröffnet. Wir könnten in beiden Museen Stunden verbringen. Warum nicht Besichtigungen mit einer Stadtrundfahrt verbinden? Eine geführte Stadtrundfahrt würde einen Überblick über bedeutende historische Stätten bieten. Das klingt nach einem perfekten Plan. Ich höre mir gerne die Einblicke erfahrener Reiseführer an.
Ihre Geschichten können die Geschichte auf einzigartige Weise zum Leben erwecken. Mich interessiert insbesondere, wie sich die Stadt im Laufe der Jahre verändert hat. Ja, die Betrachtung historischer Städten neben modernen Perspektiven erzeugt einen faszinierenden Kontrast. Gibt es lokale Touren, die Sie empfehlen können? Es gibt mehrere Stadtführungen, die sich auf unterschiedliche Themen und Stadtteile konzentrieren. Eine Themenreise kann tiefere Einblicke in bestimmte Aspekte der Stadt bieten. Ich habe kürzlich von einer Geistertour gelesen, die die Teilnehmer durch historische Spukorte führt. Das klingt spannend. Geschichte durch eine gruselige Linse zu erkunden, wäre ein Vergnügen. Ja, es verbindet Geschichtenerzählen mit Geschichte und sorgt so für ein fesselndes Erlebnis. Ich werde mich darum kümmern, während unseres Besuchs ein paar Touren zu organisieren. Das ist eine großartige Idee. Wir sollten unbedingt genügend Zeit für Erkundungen einplanen. Ich stimme zu. Ich möchte vollständig in die Kultur eintauchen. Durch historische Straßen zu schlendern ist wie eine Reise in die Vergangenheit. Ich freue mich auf all das Wissen, das wir durch diese Aktivitäten erlangen werden. Gemeinsam können wir wundervolle Erinnerungen schaffen als Lektion 11: Sicherheit durch Technologie gewährleisten. Guten Tag, Anna. Hast du das neue Gemeindezentrum schon besucht? Guten Tag, John. Ja, ich habe es besucht. Es ist beeindruckend. Ich habe gehört, dass die gesamte Anlage mit Überwachungskameras überwacht wird. Das ist großartig. Sicherheit hat in Gemeinschaftsräumen höchste Priorität. In der Tat, zu wissen, dass Überwachung vorhanden ist, gibt einem ein beruhigendes Gefühl. Es gibt Familien die Gewissheit, dass ihre Kinder sicher spielen können. Sicherheitsmaßnahmen sollen mehr Menschen dazu anregen, die Einrichtungen zu nutzen. Ich stimme zu. Ein sicheres Umfeld fördert das gesellschaftliche Engagement. War das Zentrum bei Ihrem Besuch überfüllt? Es war ziemlich voll, vor allem in den Erholungsgebieten. Das ist ein positives Zeichen. Es zeigt, dass die Gemeinde den Raum nutzt. Sind Ihnen weitere Sicherheitsmerkmale aufgefallen? Ich sah Notrufknöpfe an strategischen Orten angebracht. Das ist hervorragend. Schneller Zugang zu Hilfe kann in Notfällen lebenswichtig sein. Ja, und die Anwesenheit gut ausgebildeter Mitarbeiter erhöht die Sicherheit zusätzlich. Ich fand es sehr angenehm, wie zugänglich die Mitarbeiter während meines Besuchs waren. Sie bieten eine freundliche Atmosphäre und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit. Gab es noch andere Annehmlichkeiten, die Sie beeindruckt haben? Ich fand das Fitnesscenter gut ausgestattet. Es bietet Angebote für verschiedene Fitnesslevel. Das ist ermutigend. Ein vielseitiges Fitnessstudio fördert die Gesundheit der Gemeinschaft. Ich habe auch die geräumigen Mehrzweckräume für Veranstaltungen und Kurse sehr genossen. Diese Räume können verschiedene Aktivitäten ermöglichen und so die Interaktion innerhalb der Gemeinschaft fördern. Ich glaube, die Einbeziehung verschiedener Programme kann dazu beitragen, unterschiedliche Gruppen zusammenzubringen. Ruf. Es fördert Inklusion und gemeinsame Erlebnisse. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, an Kursen oder Clubs im Zentrum teilzunehmen? Ja, ich überlege, einen Yogakurs zu besuchen. Er klingt erfrischend. Yoga ist eine wunderbare Praxis.
Sie fördert sowohl das körperliche als auch das geistige Wohlbefinden. Ich finde es reizvoll, mit anderen in Kontakt zu treten, die ähnliche Interessen teilen. Durch die Teilnahme am Gemeinschaftsleben können dauerhafte Freundschaften entstehen. Ich schätze die Bemühungen, die unternommen wurden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Aktivitäten zu fördern. Je mehr wir uns engagieren, desto besser kann unsere Gemeinschaft aufblühen. Wir sollten mehr Menschen dazu ermutigen, das Zentrum und seine Ressourcen zu nutzen. Gemeinsam können wir dazu beitragen, ein Zugehörigkeitsgefühl in unserer Gemeinschaft zu fördern. Lektion 12: Die Bedeutung frischer Zutaten. Guten Morgen, Anna. Bereitest du dich schon auf deinen heutigen Lebensmitteleinkauf vor? Guten Morgen, John. Ja, ich erstelle gerade eine Liste der Dinge, die ich brauche. Das klingt gut organisiert. Vergiss nicht, auch etwas Gemüse zu besorgen. Ja, das setze ich auf meine Liste. Frisches Gemüse ist unerlässlich. In der Tat, sie verleihen den Mahlzeiten sowohl Geschmack als auch Nährstoffe. Ich schätze es sehr, wie Gemüse den Geschmack eines Gerichts verbessern kann. Haben Sie sich schon überlegt, welches Gemüse Sie konkret kaufen möchten? Ich überlege, Karotten, Spinat und Paprika zu verwenden. Das sind ausgezeichnete Zutaten. Sie sind vielseitig einsetzbar und eignen sich für viele Rezepte. Ich verwende Spinat oft in Salaten und Smoothies. Er ist sehr nahrhaft. Das stimmt. Karotten eignen sich hervorragend zum Knabbern und Kochen. Ich röste gerne Paprika, um ihre Süße zu verstärken. Geröstete Paprika können ein Gericht ungemein aufwerten. Ich bemühe mich, aus gesundheitlichen Gründen eine Vielfalt an Farben in meine Mahlzeiten einzubauen. Das ist ein kluger Ansatz. Ein bunter Teller signalisiert oft eine Vielfalt an Nährstoffen. Ich habe auch vor, mir das saisonale Gemüse anzusehen. Saisonale Produkte schmecken oft besser und sind günstiger. Siluf. Ich glaube auch daran, lokale Landwirte zu unterstützen. Der Kauf regionaler Produkte kommt der Gemeinschaft zugute und reduziert die Umweltbelastung. Haben Sie ein Lieblingsgemüse, das Sie immer in Ihren Gerichten verwenden? Ich mag Zucchini sehr gern. Sie ist in Rezepten sehr vielseitig. Zucchini lassen sich in Wokgerichten, Pasta und sogar im Backwaren verwenden. Ja, es verleiht verschiedenen Gerichten Feuchtigkeit und einen feinen Geschmack. Ich experimentiere auch hin und wieder gerne mit neuen Gemüsesorten. Das Probieren neuer Gemüsesorten kann ein aufregendes kulinarisches Abenteuer sein. Da stimme ich zu. Es erweitert mein Kochrepertoire und bringt Abwechslung. Vielleicht sollten wir demnächst mal gemeinsam ein neues Rezept ausprobieren. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Gemeinsam kochen macht bestimmt Spaß. Ich freue mich darauf. Lasst uns ein Rezept aussuchen, das viel Gemüse enthält. Ja, ich werde dafür sorgen, dass wir alles haben, was wir brauchen. Gemeinsam werden wir eine leckere und nahrhafte Mahlzeit zubereiten.